Das sind fantastische Zahlen, die Bechtle zum zweiten Quartal und ersten Halbjahr veröffentlicht hat. Der Umsatz um über 9% gesteigert, das Vorsteuerergebnis um wirklich fabelhafte 39,8%. Sind Sie zufrieden, Herr Dr. Ohlmons? Ja, ich glaube, mit den Zahlen kann man nur sehr zufrieden sein, auch wenn die Performance im zweiten Quartal positiv beeinflusst war durch einige Sonder- und Einmaleffekte. Gleichwohl, es war sicherlich ein sehr starkes Quartal. Können Sie die Sonder- oder Einmaleffekte kurz erläutern, was dahinter steckt? Ja, zu den jeweiligen Bilanzstichtagen muss man sich als Unternehmensführung immer mit dem Risiko beschäftigen, dem das Unternehmen in der Zukunft ausgesetzt ist. Und dafür können Sie eine Art bilanzielle Vorsorge bilden in Form von Rückstellungen. Das bedeutet konkret bezogen aufs zweite Quartal, wir haben bestimmte Risiken eben nicht mehr in der Höhe gesehen wie noch zum Ende des ersten Quartals. Die entsprechende Rückstellung aufgelöst und das hat eben zum positiven Ergebnistrend beigetragen. Aber trotzdem muss man ja sagen, dass angesichts von Chip-Krise und Lieferengpässen ein Umsatzwachstum von fast 10% eine hervorragende Leistung ist, oder? Ja, das ist eine absolut hervorragende Leistung, zumal diese gerade erwähnten Sonder- und Einmaleffekte nur das Ergebnis, aber nicht den Umsatz beeinflussen. 10% in der aktuellen Marktsituation zeigt die Stärke der Menschen von Bechtle, zeigt aber auch, dass die Nachfrage unserer Kunden im Kontext der digitalen Transformation nach wie vor intakt ist. Ich würde sogar sagen, nochmal durch die Corona-Krise beschleunigt wurde. Wie schätzen Sie denn insgesamt den IT-Markt ein? Der IT-Markt ist im Moment extrem herausfordernd, weil sehr ambivalent, so möchte ich es beschreiben. Auf der einen Seite, wie gerade bereits angesprochen, haben wir eine sehr starke Nachfragesituation auf Seiten unserer Kunden rund um das Thema digitale Transformation. Auch meines Erachtens beschleunigt nochmal durch die Erfahrungen rund um Corona. Auf der anderen Seite haben wir noch nie so große Lieferschwierigkeiten aller wesentlicher großen Hersteller gehabt wie in den zurückliegenden Wochen und Monaten. Und beides in der Kombination führt zu einer sehr herausfordernden Situation, der wir uns alle miteinander gegenübersehen. Wann erwarten Sie denn da eine Entspannung wieder? Realistischerweise, auch wenn die Frage wirklich schwierig zu beantworten ist, können wir wahrscheinlich erst mit einer spürbaren Entspannung im Laufe des Geschäftsjahres 2022, sprich im nächsten Geschäftsjahr, rechnen. Bechtle hat Ende Juli die Prognose für das Gesamtjahr erhöht. Könnten Sie die Anpassung auf ein sehr deutliches Wachstum beim EBT und ein deutliches Wachstum beim Umsatz erläutern? Gerne. Hinter deutlich steht in unserer Terminologie ein Wachstum von 5 bis 10%. Sehr deutlich bedeutet ein Wachstum über 10%. Übertragen auf unsere Prognose heißt das, dass wir ein prozentual hoch einstelliges Umsatzwachstum, sprich deutlich erwarten, aber ein sehr deutliches, sprich prozentual zweistelliges Wachstum im Ergebnis und eine Marge über Vorjahr erwarten. Apropos Marge, die lag jetzt im zweiten Quartal bei 5,7%. Wie schätzen Sie denn die Marge ein, jenseits der 5%, die ja immer so eine magische Marke für Bechtle war? Ja, ob sie wirklich magisch ist, weiß ich nicht. Sie ist aber ambitioniert, überhaupt keine Frage. Weil selbst wenn man im zweiten Quartal die gerade schon angesprochenen Sonder- und Einmaleffekte rausrechnet, liegen wir immer noch bei ca. 5%. Insofern zeigt aus meiner Sicht das zweite Quartal, dass unser nachhaltiges Margenziel von 5% tatsächlich in Schlagweite ist. Dann herzlichen Dank fürs Gespräch. Ich habe zu danken, Frau Brandt.